Hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video zu Creatures of the Deep. In diesem Video dreht sich heute alles um die gute Bessie. Die könnt ihr auch hier im Hintergrund schon sehen. Und wie ihr die am besten bekommt und worauf ihr noch achten solltet, das erfahrt ihr jetzt. Bevor ihr Bessie in Great Lakes überhaupt fangen könnt, müsst ihr mit der Story dementsprechend weit sein. Das heißt, spielt so weit, bis der gute Jack euch auffordert, Bessie für ihn zu besorgen. Falls ihr jetzt nicht mehr wissen solltet, wie Jack eigentlich aussieht, kein Problem. Hier ist er. Hello there. Bevor wir uns jetzt aber auf die Jagd nach Bessie machen, lasst uns noch mal einen Blick ins Bestiarium werfen. Zuallererst fällt natürlich auf, dass es sich bei Bessie um einen legendären Fisch handelt, was bedeutet, dass wir mindestens die Carbon-Angelrute brauchen, um Bessie aus dem Wasser zu ziehen. Bei der Benutzung einer Glasfaser- oder Holzangelrute beißt Bessie gar nicht erst an. Des Weiteren ist zu beachten, dass wir hier nur ein Sonnensymbol haben, was bedeutet, dass wir Bessie nur tagsüber fangen können. Die Anzeige darunter symbolisiert einfach die Monate Januar bis Dezember. Da hier alle ausgemalt sind, bedeutet das, dass wir das ganze Jahr über Bessie bis maximal 5 Sterne fangen können. Ist ein Feld nicht grau hinterlegt, bedeutet das, dass ihr in dem Monat den Fisch nur bis zu maximal 1 Stern fangen könnt. Wie jedes Monster in Creatures of the Deep hat auch Bessie eine täglich wechselnde Position. Schauen wir uns dazu einmal die Landkarte von Great Lakes an. Hier können wir sehen, dass Bessie 4 Positionen hat, die sich alle im Südosten befinden. Um jetzt so einfach wie möglich herauszufinden, welche die aktuelle Tagesposition von Bessie ist, kann ich euch empfehlen, auf den offiziellen Discord-Server von Creatures of the Deep vorbeizuschauen. Den Link dafür findet ihr in euren Spieleinstellungen ganz unten oder in meiner Videobeschreibung. Schnappen wir uns unsere Angelrute und auf nach Great Lakes. Bessie, wir kommen! Wie im ersten Teil, wo ich Shredder gefangen habe, benutze ich hier natürlich auch das Glücksklee, wie ihr oben links sehen könnt. Des Weiteren werde ich hier ausschließlich einen Monsterköder verwenden, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Da ich das Thema Monsterköder schon mal bei dem Fang von Shredder erklärt habe, spare ich mir jetzt diesen Teil. Aber ihr könnt euch gerne diesen Teil nochmal anschauen, da habe ich alles zum Thema Monsterköder erklärt. Ich verlinke euch jetzt das Video rechts oben in der Ecke. Da wir an der aktuellen Tagesposition von Bessie einen Monsterköder ins Wasser geschmissen haben, können wir jetzt Blasen sehen. An diesen Blasen ist es uns möglich, Bessie zu fangen. Dort platzieren wir einfach den Schwimmer unserer Angel und warten. Aber denkt dran, ein Monsterköder ist nie eine 100%ige Garantie, dass wir auch wirklich das Monster damit fangen können. Um eure Chancen zu erhöhen, empfehle ich euch immer, ein Glücksklee aktiv zu haben. Noch wichtig zu beachten ist eure Angelrute. Habt diese immer im Auge. Sollte ein orangenes oder rotfarbenes Licht an eurer Angel sein, empfehle ich euch, die Angel nicht auszuwerfen, weil es hier sein kann, dass bei dem Minispiel mit Bessie die Angel reißen kann. Unser erster Monsterköder ist immer noch aktiv. Das bedeutet, wir haben schnell nochmal die Angel ausgeworfen, sind über die Blasen gegangen und hoffen, dass der nächste Biss von Bessie ist. Und hier ein kleiner Spoiler von mir, es handelt sich um Bessie. Warten wir jetzt noch einmal ab, bis Bessie angebissen hat. Dann haben wir natürlich nicht sehr viel Zeit zu reagieren. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, das perfekte Timing zu haben, um den Biss perfekt abzupassen, empfehle ich euch, Talentpunkte in Reflex zu investieren. Dort habt ihr dann etwas mehr Zeit, um auf Bisse reagieren zu können. Solltet ihr hingegen Schwierigkeiten bei den Minispielen haben, die Monster einzuholen, empfehle ich euch, Punkte in Stärke zu investieren oder einfach die Monsterangelrute zu kaufen. Dann sind die Minispiele doch gleich viel leichter. Damit das ganze Minispiel für euch jetzt nicht zu lange dauert, spulen wir doch einfach etwas vor. Und einige Zeit später soll es uns doch gelingen, Bessie zu fangen. Eingetütet und mitgenommen, befinden wir uns wieder im Aquarium. Aber bevor wir Bessie jetzt in das Aquarium geben, denkt dran, ein Exemplar den guten alten Jack zu geben. Hello there. Denn dann winken uns nicht nur Gold und Erfahrungspunkte, sondern auch der zweite Kristall für unsere Heimatinsel. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, das Video konnte euch zum Fangen von Bessie weiterhelfen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Angeln. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.